Leute, sind wir doch mal ehrlich. Wachstum ist keine Option mehr. Es ist für Führungskräfte zu einer Überlebensfrage geworden. Ja, wir sehen die wirtschaftlichen Daten, wir sehen, was los ist in Deutschland, Europa und in der Welt. Wir müssen uns Mühe geben, dass wir irgendwie nicht schrumpfen. Wir stagnieren. Wachstum ist wichtiger als je geworden. Und in diesem Video erzähle ich, wie du als Führungskraft mit dem Thema umgehst, egal ob du jetzt um die 30 oder um die 50 bist. Ich bin Christian Jourdan, ich mache das seit 20 Jahren, dass ich als Berater, als Interim Manager und als Executive Mentor in dem Thema arbeite. Und in den nächsten 8-9 Minuten zeige ich dir, warum das Thema so wichtig ist für dich. Warum macht das Thema Wachstum uns so nervös? Warum macht es uns Angst? Weil wir natürlich jahrelang so erzogen worden sind. Die meisten von uns wurden eben mit Werten großgezogen wie Bescheidenheit, Zurückhaltung, Rücksichtsnahme, die uns jetzt vor die Füße fallen. Denn uns wurde gesagt, mach dich nicht so groß, red nicht so laut, lass andere den Vortritt, lass doch andere auch mal was sagen, du kannst doch hier nicht so reinpoltern, nimm dich mal ein bisschen zurück. Ja, all diese Dinge, die natürlich heute extremst gefragt werden. Ja, ich weiß, das klingt alles super sympathisch, aber diese Haltung bremst dich als Führungskraft massiv aus. Denn Wachstum braucht natürlich Mut, braucht natürlich jemanden, der vorangeht, braucht natürlich jemanden, der eine Vision hat, der sie dann teilt und der auch dafür einsteht, auch gegen Widerstände, der sagt, wir machen das jetzt so und der auch das Charisma hat, die Ausstrahlung und das Vertrauen den Leuten gegenüber, dass sie ihm dann auch folgen oder ihr. Aber wenn du dich versteckst, dann kann dir niemand folgen. Wenn du in irgendeiner Form unsicher wirkst, dann ist auch deine Vision unsicher. Bei aller Liebe zur Bescheidenheit. Wer heute führen will, muss wachsen. Persönlich und professionell. Im Privaten, im Inneren, aber natürlich auch nach außen heraus in unserer Führungsaufgabe. Thema Sichtbarkeit. Viele Menschen haben einfach ein super schlechtes Gefühl, sichtbar zu sein. Sie denken dann, bin ich zu dominant? Was denken die anderen, wenn ich jetzt hier auf den Tisch haue? Bin ich viel zu ich-bezogen? Bin ich egoistisch? Komme ich irgendwie dominant rüber? Und das hält uns zurück, das macht uns klein, das macht auch unsere Botschaften klein. Ich sehe das so. Sichtbar zu sein heißt nicht, dich um jeden Preis in den Mittelpunkt zu drängen. Sichtbarkeit heißt, Verantwortung zu übernehmen und für Dinge einzustehen, Dinge zu vertreten oder eben Haltung zu zeigen. Wir haben an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen. Als Führungskraft bist du immer Vorbild, ob du es willst oder nicht, in deiner Kommunikation, deiner Klarheit und deinem Auftreten. Wenn du unsichtbar bleibst, fehlt deinem Team die Orientierung. Wenn niemand weiß, wofür du stehst, weil du es nicht sagst und immer wieder betonst, wenn du nicht anfängst, Grenzen zu setzen, dann werden sie für dich gesetzt. Zu zeigen, wer du bist, deine Authentizität ist das stärkste Werkzeug, was du hast. Ja, leider ist es nicht das Fachwissen, auf das es da in der Stelle ankommt. Also zeige dich, wie du bist. Steh für etwas ein, an das du glaubst. Nur wenn eine klare Linie sichtbar ist, entsteht Vertrauen. Was hat Wachstum damit zu tun? Wachstum ist mehr als Prozesse verbessern, mehr verkaufen, mehr Marktdurchdringung haben, mehr Bekanntheit. Es geht nicht um Strategien und Prozesse. Es beginnt in dir selbst. Dein Mindset. Bist du mit dir im Reinen? Hast du so etwas, was man Selbstreflexion nennt? Innere Resilienz? Das sind die Grundlagen für dein Wachstum. Nur wenn du eine starke innere Basis hast, kannst du auch wachsen. Oder sagen wir es so, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Du musst dich innerlich im Griff haben. Das ist deine Grundlage für einen Erfolg, der im besten Sinne nachhaltig ist, der dich und andere über eine lange Zeit trägt. Und das bedeutet eben auch, Stichwort Selbstreflexion, du musst an dir arbeiten, du musst dich innerlich erkennen, du musst sehen, welche Dinge du dir erzählst,
die du dann anderen erzählst. Du musst dich beobachten, wie du dich bei bestimmten Dingen fühlst und dich immer wieder neu ausrichten. Es heißt auch, deine blinden Flecken zu erkennen, deine inneren Ängste zu konfrontieren. Inneres Wachstum geht einher mit der Fähigkeit, Klarheit zu zeigen, auch in schwierigen Situationen, auch unter Druck nicht zusammenzubrechen und unbeherrscht irgendwelche Leute anzuherrschen, ruhig und fokussiert zu bleiben. Und das spürst du und das spürt auch dein Team und das stärkt euch natürlich alle. Und jetzt wird es praktisch. Wie kannst du denn Wachstum einsetzen im Arbeitsalltag als Thema, um dich und dein Team nach vorne zu bringen? An oberster Stelle schaffe eine offene Feedback-Kultur. Ja, natürlich, das geht in beide Richtungen. Aber dein Team und du, ihr müsst lernen, miteinander auch über unangenehme Dinge zu reden. Schaffe Räume in 1:1 Gesprächen, wo wirklich absolut offenes Feedback möglich ist. Gefahrlos für beide Seiten. Zweitens, kommuniziere Veränderungen ehrlich und transparent. Ich weiß, manchmal muss man strategisch ein paar Dinge zurückhalten, aber niemand hindert dich, dein Team entsprechend vorzubereiten und, sobald es offiziell ist, mit jedem Einzelnen über Veränderungen zu sprechen. Das dürfen die nicht durch den Flurfunk erfahren. Warum? Menschen folgen dir, wenn sie verstehen, was gerade passiert und warum es passiert. Drittens, Fehlerkultur ermöglichen. Ja, ich weiß, alle reden darüber, keiner macht es. Die Leute dürfen auch mal Fehler machen, so wie du auch. Das ist menschlich. Nur wer nichts tut, macht keine Fehler. Und gerade Wachstum entsteht nur durch Veränderung, indem man herumexperimentiert. Und das alles heißt im Umkehrschluss natürlich, wer Angst vor Fehlern hat, bleibt stehen. Und viertens, trau dich auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Ja, du kannst es nicht alles recht machen und manche Entscheidungen tun weh. Führung heißt eben auch, unbequem zu sein. Das gehört dazu. Ja, Wachstum heißt eben manchmal auch Achterbahnfahrt. Es kann nicht immer nur aufwärts geben. Eben manchmal lernt man durch diese Berg- und Talbahn. Und das stärkt dich und dein Team, weil ihr eben sprichwörtlich durch dick und dünn geht, zusammen. Wenn du wächst, wächst dein Team mit dir und umgekehrt. Fang an, die 4 Punkte umzusetzen und halte das eine Weile durch und du wirst sehen, wie gut sich Wachstum anfühlt. Und dein Team wird es auch verstehen. Es fängt eben alles mit dir als Leader an. Vertraue dir in der Sache und werde sichtbar. Du wirst wachsen und du wirst über dich hinaus wachsen. Aber bist du bereit dazu? Ja, ich denke, du bist es, sonst würdest du dir das hier nicht ansehen. Willst du mehr davon? Dann abonniere diesen Kanal und ich begleite dich dabei.